Und viele haben das auch erst auf den letzten Drücker glauben wollen und haben dann eine rechtzeitige Flucht verpasst. Also das ist nur ein Beispiel. Das soll zeigen, wie offen politische Prozesse sein können. Wir wissen ja auch nicht in Europa, ob das alles so sicher bleibt. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Ja, also unser heutiger Gast, Brigadegeneral AD und früherer Berater im Bundeskanzleramt, wegen seiner Expertise in Sicherheitsfragen nicht nur dort, sondern auch bei uns heute ein sehr geschätzter Gast. Wir haben ja jede Menge Fragen zur aktuellen geopolitischen Lage, Sicherheit und Kriegsgefahr, obwohl unser Kanal ja kein politischer Kanal ist. Also politische Diskussionen überlassen wir ja gerne anderen. Aber unsere Mandanten, und das ist übrigens auch vielleicht ganz wichtig, nochmal zu sagen, unsere Mandanten sind ja eher politisch nicht aktiv, aber viele solche Leute, die auf der Suche nach einem Refugium sind. Also die meisten sind bereit auszuwandern und mit ihrer Familie die Entwicklung irgendwo auf der Welt aus Distanz zu verfolgen. Das ist eigentlich das, was sie umtreibt. Das Problem ist nur, man fragt sich heute, wohin kann man denn noch auswandern? Also die Sicherheitslage ist wirklich so prekär, überall scheint es Krisenherde zu geben. Das sind so die Fragen, die sich vor allem auch wegen dieser Kriegsrhetorik, die man in Medien ja immer mehr hört, die sich viele stellen. Wohin kann ich eigentlich noch gehen? Und dann noch ein anderes Thema, und wir hoffen, dass wir auch da vielleicht ein paar interessante Antworten halt von unserem Gast holen können. Viele befürchten ja, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird. Und die Frage ist, kann ich einer Wehrpflicht durch Abwesenheit entkommen beispielsweise? Also jede Woche haben wir Beratungsgespräche mit Eltern, deren 17-jährige Kinder Werbeschreiben von der Bundeswehr bekommen, teilweise schon mit Namensschild schon, den man sich so auf die Uniform dann heften kann, und die Eltern sind echt besorgt. Ne? Gestern hatte ich ein Gespräch mit einer Mutter, die einen Sohn verloren hat. Jetzt hat sie nur noch einen und sagt, also den will ich auf keinen Fall irgendwo in den Krieg ziehen lassen. Und die Frage ist, hilft Auswandern oder muss man die Staatsbürgerschaft wechseln, damit man oder halt die Kinder nicht in den Krieg müssen? Wir sind sehr froh, heute einen Experten den Gewinn zu haben, mit dem wir diese und mehr Fragen besprechen können. Lieber Herr Farb, stellen Sie sich doch noch mal selbst vor unseren Zuschauern und Zuhörern. Ja, Herr Taborek, im Prinzip haben Sie es ja schon gemacht. Ich bin Ex-General, heute Unternehmensberater und war einige Jahre Gruppenleiter im Bundeskanzleramt unter Angela Merkel und war ihr militärpolitischer Berater in der Zeit, also bis 2013. Also es ist schon eine Weile her. Und ich habe neulich ein Buch veröffentlicht, Abschreckend oder Erschreckend, Fragezeichen Europa ohne Sicherheit, in dem ich so die internationale Sicherheitslandschaft aufzeichne. Nicht nur bezogen auf den Ukraine-Krieg und Russland, sondern eben auch viel sage zu unserem Verhältnis zu den USA und diese Konfrontation mit China und was das für Deutschland bedeutet und was auf uns voraussichtlich zukommt. Ja, spannend. Und ich kann auch nur sagen, ich stecke noch in der Mitte Ihres Buches. Ich war überrascht. Ne? Also kann ich sagen, nur ein Kompliment. Also sehr, sehr interessant geschrieben, wie Sie sich auch diesem Thema da annähern. Und wir werden den Link ja dann auch noch mit einblenden am Ende und den Namen nochmal oder das Buch nochmal mit einblenden. Aber vielleicht mal eine Frage an Sebastian. Sebastian, du sprichst ja auch jeden Tag mit Mandanten. Und welche Rolle spielen denn solche Ängste, sage ich jetzt mal, oder Bedenken, Befürchtungen in deinen Beratungsgesprächen? Ja, die spielen auf jeden Fall eine große Rolle. Die spielen auf jeden Fall eine zunehmend wichtigere Rolle aus den Gründen, die du auch schon gesagt hast. Also vielfach haben wir ja traditionell Mandanten, die jetzt eher vielleicht aus steuerlichen Gründen ins Ausland umziehen möchten oder hier einer gewissen Übergriffigkeit des Staates zu entkommen. Aber immer mehr sind auch die geopolitischen Aspekte hier durchaus in den Vordergrund getreten in den vergangenen Monaten und Jahren. Und man will halt vor allen Dingen, dass man hier nicht sozusagen vom Regen in die Traufe kommt. Ja, also vielleicht ist die Sicherheitssituation angespannt. Gerade in Europa will natürlich dann nicht in ein Land gehen, wo sie dann ebenfalls auch angespannt ist. Also man sucht natürlich eben schon ein Land, wo es relativ sicher ist. Deswegen natürlich auch Lateinamerika ja für viele interessant,
Ich habe neulich eine Statistik gesehen, also die Länder Lateinamerikas waren so in den letzten 300 Jahren eigentlich kaum in einen Krieg verwickelt. Also jetzt vielleicht mal von bestimmten Kriegsschauplätzen auf See, was die Marine anbelangt, mal abgesehen. Ja. Das spielt sicherlich für viele im Bewusstsein und Unterbewusstsein für viele eine Rolle, auch wenn natürlich es ganz neu ist heutzutage, wieder über solche Themen nachzudenken. Denn viele sind ja überhaupt nicht mehr militärische Auseinandersetzung, Krieg und sowas gewöhnt, während frühere Generationen ja damit aufgewachsen sind und das Risiko viel mehr hier ihnen bewusst war. Für heutzutage muss man da erst noch lernen und muss noch lernen, die Situation neu einzuschätzen. Ja, absolut. Herr Fahd, jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch eigentlich einen sehr interessanten Satz. Also ich zitiere jetzt mal so ungefähr. Also Sie schreiben da: Krieg ist Verzweiflung, Hunger, Not, qualvolles Leiden. All das muss man immer im Kopf behalten, damit man alles dafür tut, Krieg zu vermeiden. Und dann, ich glaube, ein paar Zeilen weiter steht etwas darüber, dass Kriegsbegeisterung und Kriegssehnsucht damals bei den Deutschen auch zum Zweiten Weltkrieg geführt hat, obwohl sie ja den Ersten Weltkrieg hätten eigentlich noch in Erinnerung haben müssen. Und so meine Frage, also ich bin da so über dieses Wort gestolpert, Kriegsbegeisterung und Kriegssehnsucht. Also das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Aber wenn man heute sieht, dass Menschen, die eigentlich Kriege erlebt haben und vielleicht Jahrzehnte über Frieden gesprochen haben, jetzt plötzlich wieder so eine scheinbare Kriegsbegeisterung haben. Also wie kann man das erklären? Haben Sie da irgendwie eine Erklärung dafür, wie es zu sowas kommen kann, dass Menschen nicht alles dafür tun, gerade jetzt in Deutschland vielleicht, dass es nie wieder zum Krieg kommt? Naja, das ist vor allen Dingen, glaube ich, eine psychologische Frage. Ich denke, gerade mit Blick auf den Ukraine-Krieg waren doch einige Politiker, auch Journalisten, Meinungsmacher, Entscheider ein Stück weit überfordert, weil sie mit dem Überfall der Russen auf die Ukraine wieder unmittelbar mit dem Thema Krieg konfrontiert wurden. Und wir kommen ja alle aus einer sehr pazifistischen Gesellschaft. Und insofern verstehe ich manchmal nicht dieses schnelle Umschlagen von einer vernünftigen Beurteilung der Lage hin zu einer regelrechten Kriegshysterie, wie es manche Debattenbeiträge während des Ukraine-Krieges ausmacht. Und das ist schwer vorstellbar. Also für mich ist es so eine Art Übersprungreaktion, weil man weiß mit dem Thema nicht so richtig etwas anzufangen. Wir haben in Deutschland nach 45 unsere Lektionen gelernt und haben sehr stark natürlich auch unsere Kinder pazifistisch erzogen und im Grunde genommen unsere gesamte Gesellschaft ist so angelegt. Plötzlich mutieren also ehemalige Pazifisten zu regelrechten Bellizisten, um der Ukraine eben zu helfen, was ja auch richtig ist, mit Waffen, was auch richtig ist, aber doch teilweise mit einer Maßlosigkeit, auch einem sehr leichtfertigen Umgang mit Krieg. Das hat mich schon sehr erstaunt. Und Kriegsbegeisterung, ja, gab es natürlich zum Beispiel in Europa 1914, also nicht nur in Deutschland, also nicht nur in Berlin, sondern eben auch in Paris und London. Gerade 1914 waren auch sehr kritische Geister, nicht? Unsere intellektuelle Elite, nicht nur die politische und die militärische, waren für diesen Krieg. Und also Leute wie Gerhard Hauptmann, Max Liebermann, auch Thomas Mann waren für diesen Krieg und sahen in diesem Krieg etwas Sinnvolles und in der auch letztlich in der Kriegführung gegen unsere europäischen Nachbarn eine Möglichkeit eben für Deutschland sich zu bewähren und die eigenen Werte durchzusetzen und so weiter. Von denen sprach natürlich 4 Jahre später niemand mehr diese Sprache und hat die Lektion gelernt. Im Zweiten Weltkrieg war es etwas anders. Also der brach eigentlich aus durch diese Politik der Nationalsozialisten und eine große Kriegsbegeisterung gab es eigentlich am Anfang nicht. Hinterher, also durch die Siege auch der Wehrmacht, änderte sich etwas und dann schlug das natürlich auch wieder während des Krieges um, als man vor allen Dingen zum Ende des Krieges sah, dass es kein gutes Ende nehmen wird. Aber diese Kriegsbegeisterung teilweise und die Leichtfertigkeit, dieser leichtfertige Umgang mit Krieg und die bellizistische Sprache, auch die entmenschlichte Sprache in den Medien, gerade bezogen auf den Ukraine-Krieg, hat mich so sehr, sehr stark verwundert. Absolut. Da fällt mir ein, ich glaube, in dem Buch gibt es ein Kapitel, das heißt Feindschaft als Voraussetzung von Krieg. Habe ich mir das richtig gemerkt? Irgendwie so ähnlich. Und das ist für mich auch so ein interessantes Thema, weil man beobachtet ja, dass die Welt
irgendwo gespalten wird. Also das ist so wie Eisen und Ton nicht mehr zusammenhaftet. So hat man irgendwie den Eindruck, dass da so zwei Gruppen von Menschen entstehen. Also entweder sind sie total für Frieden oder total für Krieg oder fast jedes Thema wird eigentlich so polarisiert. Man hat irgendwie den Eindruck, dass der Hass auf den Gegner in der Gesellschaft regelrecht befeuert wird. Dann ist überhaupt kein Wunsch mehr da nach Konsens. Sehen Sie das erstens auch so oder haben Sie dafür eine Erklärung? Ja, das sehe ich ähnlich. Also diese Sprache über den Feind, nicht, wird natürlich immer radikaler, je intensiver man in einem kriegerischen Konflikt sich beteiligt, wie jetzt beim Ukraine-Krieg eben auch. Eine Voraussetzung von Krieg ist, wie Sie sagen, das habe ich in dem Buch auch beschrieben, ist Feindschaft. Und Feindschaft heißt, dass man den Gegner, den Feind hasst und nicht mehr bereit ist, mit ihm zu reden. Dass man ihn kriminalisiert, dämonisiert und ihm letztlich auch ein Stück weit das Existenzrecht abspricht. Das ist immer die Vorstufe von Kriegen, weil Krieg sich ja dadurch auszeichnet, dass Menschen sich einander umbringen, töten und getötet werden. Und dafür brauchen Menschen zu allen Zeiten, die Weltgeschichte ist leider voll davon, ein Narrativ. Und dieses Narrativ ist immer sehr, sehr stark von Feindschaft geprägt und nicht von Vernunft. Also ich habe in meinem Buch auch Moshe Dayan zum Beispiel erwähnt, den ehemaligen Außenminister Israels und einer der tapfersten Generale der israelischen Armee. Ich habe ihn selber mal kurz vor seinem Tode kennengelernt in Israel. Er hat zum Schluss seines Lebens als Außenminister die Camp David-Gespräche, die Friedensgespräche Israels mit Ägypten initiiert und auf den Weg gebracht. Und er hat einmal gesagt, wenn du Frieden willst, redest du nicht mit deinen Freunden, sondern du redest mit deinem Feind. Diese Bereitschaft zum Gespräch, zum Dialog, die ist halt eine Voraussetzung dafür, dass man aus Kriegen wieder rauskommt. Und man sieht, wie schwierig das ist jetzt im Falle der Ukraine, wie schwierig es geworden ist, überhaupt miteinander zu reden. Und wenn das Leute machen wie Viktor Orban oder wenn der Papst dazu auffordert, dann wurde er entsprechend auch medial letztlich überschüttet mit Häme und Spott und Absolut. Was ich auch nicht verstehen kann, denn im Grunde genommen wollen die ja raus aus diesem Konflikt. Und das ist ja legitim, genauso wie legitim es ist, der Ukraine bei diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu helfen. Das ist per se jetzt nicht verkehrt. Aber man muss doch auch sehen, dass man eine Strategie entwickelt, wie man aus diesem Krieg herauskommt. Vor allen Dingen, wenn es klar ist, dass es keine militärische Lösung gibt. Absolut, ja. Jetzt ist ja so, Sie gehören ja, es gibt ja jetzt aus dem Bereich der, ich sage jetzt mal Ex-Militär, ich hoffe, das klingt jetzt nicht abwertend, wenn ich das so sage, oder? Sagt man das so? Der Bereich der Ex-Militärs gibt's ja viele eigentlich, die sagen, der Krieg muss beendet werden. Der Krieg wird nie dazu führen, dass einer gewinnt. Man muss eigentlich ab sofort miteinander sprechen, so wie Sie es auch gerade gesagt haben, und das Ding irgendwie zum Ende für alle Parteien bringen. Und jetzt fällt auf, dass diejenigen, die das machen, über die fallen irgendwie alle her. Also mir ist es auch bei Ihnen aufgefallen, weil Sie vertreten ja auch eine ähnliche Position, dass Sie schon mehrfach gesagt haben, der Krieg ist eigentlich nicht gewinnbar. Es macht keinen Sinn, immer weiter Waffen in das Gebiet zu liefern, beziehungsweise man kann, wenn man will, dass ein Feuer ausgeht, ja auch kein Öl reingießen. Was mich mal interessieren würde, weil Sie haben ja dann ganz andere Einsicht. Ist das jetzt so, dass wirklich ein sehr großer Teil auch aus dem Bereich der Militärs und Ex-Militärs das auch so sieht und man eigentlich nur diejenigen, die den Krieg befürworten, dann auch in den Medien uns präsentiert oder nehmen Sie denn das selbst wahr? Übrigens, ich muss dazu mal sagen, ein Video, weil ich mir angucken will, ein Interview mit Ihnen, das war auch letzte Woche noch, wo Sie auch diese Position vertreten, noch konnte man das sehen und diese Woche kann man es schon nicht mehr sehen. Also es ist schon interessant, was da passiert. Man will eigentlich scheinbar nicht jemanden haben, der sagt, der Krieg muss beendet werden. Das ist schon auffällig, also wir sind ja alle für Vielfalt in unserem Land, weil es auch zur Demokratie gehört und wir meinen sehr oft eine ethnische Vielfalt, eine kulturelle Vielfalt, eine religiöse Vielfalt und empfinden das als bereichernd. Aber was ich hier so feststelle, bezogen auf den Ukraine-Krieg, ist doch eine relative Einfalt, sag ich mal so, in den Leitmedien, nicht? Also da wird ein Meinungsbild sehr stark hochgehalten. Man will die Ukraine unterstützen und man lässt halt andere Stimmen eher tendenziell weniger zu. Das ist sicherlich zu beobachten und das ist sehr schade für ein freiheitlich-demokratisches Gemeinwesen. Es sollte
eigentlich immer die Möglichkeit geben, auch für Experten, die anderer Ansicht sind. Und ich fühle mich schon in guter Gesellschaft, weil ich im Grunde genommen ähnlich denke als Militär wie der letzte amerikanische Generalstabschef Mark Milley, der schon Ende 22, also nur ein gutes Dreivierteljahr nach dem Überfall der Russen auf die Ukraine, gesagt hat, dass es sehr, sehr schwer würde, eine militärische Lösung zu erzielen aufgrund vieler Faktoren. Also diese militärischen Kräfteverhältnisse lassen einen Sieg der Ukraine überhaupt nicht zu. Und ich habe diese Position auch seit Mitte schon eher als Mark Milley vertreten, dass das sehr, sehr unwahrscheinlich ist und dass einzelne Waffenlieferungen, ob das ein Kampfpanzer sind, Taurus oder jetzt F-16, nicht in der Lage sind, die militärische Gesamtlage zugunsten der Ukraine zu verändern, so sehr man das wünschen mag. Aber es ist sehr unrealistisch eben. Diese Meinung will man offensichtlich nicht so hören. Ich meine, es ist etwas ruhiger geworden, muss ich sagen, mit der Kriegsrhetorik. Das war im letzten Jahr eine ganz andere Sache. Da wurden ja die ukrainischen militärischen Erfolge sehr stark abgefeiert, die aber sehr begrenzt waren, nicht nachhaltig und die Gesamtlage auch nicht beeinflussten. Das wurde ein Stück weit unterschlagen und es gibt natürlich immer noch sogenannte Militärexperten, die behaupten, ja, wenn die Ukraine genug Waffen bekommen, dann können sie die Russen auch vernichtend schlagen. Das ist aber wirklich militärisch betrachtet sehr weit weg von der Realität und von den Möglichkeiten, die die Ukraine hat. Sie haben das hier schon angesprochen. Ukrainer haben vor allen Dingen das große Problem im personellen Bereich. Nicht? Es haben sich fast 700.000 wehrfähige Ukrainer ins Ausland abgesetzt. Etwa 200.000 wehrfähige Ukrainer leben in Deutschland, machen im Grunde genommen eine Art der Kriegsdienstverweigerung und kriegen ihr Bürgergeld dabei. Nicht? Und die denken auch nicht daran, zurückzugehen. Und gleichzeitig haben wir, Macron hat ja vor ein paar Wochen diesen Vorschlag gemacht, auch mit Bodentruppen dort reinzugehen und zu helfen. Machen wir uns Gedanken, unsere Söhne dorthin zu schicken in einen Kampfeinsatz. Also das ist wirklich eine abstruse Situation. Man muss auch sagen, auch die Russen haben personelle Probleme, aber sie haben natürlich ein Riesenreservoir, ein vergleichsweise viel größeres als die Ukrainer. Aber auch in Russland haben sich Hunderttausende von wehrfähigen jungen Männern abgesetzt, um sich dem Wehrdienst zu entziehen. Also insgesamt betrifft es nicht nur die Ukrainer, aber die Ukrainer besonders scharf, weil sie eben personell, sag ich mal, da im Grunde genommen weit weg von den Möglichkeiten sind, die die Russen eben haben. Jetzt das Problem ist ja so ein bisschen, Herr Barth, wie geht man mit so einer Macht um wie Russland? Ich meine, ich könnte jetzt ja die 500 Jahre russische Geschichte der letzten 500 Jahre auch zusammenfassen, im Grunde mit Mord und Totschlag. Wenn ich hier jetzt zu der Beziehung Russlands zu seinen Nachbarn spreche, die sind ja alle auch gebrannte Kinder, sage ich mal, die Nachbarstaaten zu Russland. Wie findet man da so die richtige Balance im Umgang mit so einem Machthaber wie Putin auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben diese berechtigten Sorgen hier dieser Länder auch ernst zu nehmen, auf der anderen Seite eben diese Eskalation natürlich auch zu vermeiden. Was sehen Sie da für konkrete Möglichkeiten? Naja, ich glaube, die Russen sind natürlich eine Weltmacht immer noch. Warum? Weil sie eben die stärkste Nuklearmacht der Welt sind und weil sie immer noch im Grunde genommen auch Putins Ideologie ist ja davon bestimmt, die Stärke der alten Sowjetunion wieder erreichen möchte. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Nachbarschaft. Sehr viele, die unter der russischen Dominanz in den letzten Jahrzehnten gelitten haben, jetzt auch Mitglieder der NATO sind, denken Sie nur an die baltischen Staaten und Polen und andere, wollen alles, nur nicht mehr in diese russische Hegemonie rein. Und der Westen ist da ein bisschen attraktiver natürlich von seinen wirtschaftlichen Möglichkeiten, finanziellen Möglichkeiten. Die USA sind im Vergleich zu Russland immer noch so ein Empire by Invitation, kann man sagen. Ja, also so nach dem Motto, ihr könnt gerne in unseren Club kommen, Stichwort NATO. Dazu bedarf es keines Drucks. Die Russen müssen ein bisschen anders arbeiten, wie man natürlich auch gesehen hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das ist so ein Grundproblem. Insofern sehe ich diese NATO-Osterweiterung zum Beispiel auch unter diesem Aspekt. Also sehr viele Länder wollten eben in das westliche Bündnis und letztlich haben ja Schweden und Finnland sich auch dazu entschieden,
was die strategische Situation der Russen ja nicht gerade erleichtert hat. Das muss man einfach sehen. Insofern ist Russland, muss man das ambivalent sehen. Ich sehe auf der einen Seite, dass sie hier diesen Ukraine-Krieg auch deswegen angezettelt haben, weil sie die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und den westlichen Einfluss in der Schwarzmeerregion und über die Krim eben nicht haben wollen. Das ist schon eines der starken strategischen Motive der Russen, diesen zu führen. Das muss man einfach sehen. Aber gleichzeitig muss man auch schauen, dass sie nicht Lust auf mehr bekommen. Man muss schon aufpassen und Europa muss sich darauf auch einstellen, nicht? Und ich möchte keinen Kalten Krieg mehr, keine Neuauflage des Kalten Krieges. Aber Europa muss Stärke zeigen in den nächsten Jahren sicherlich, damit eben das nicht unterbleibt, nicht? Und gleichzeitig muss man sehen, wie man aus diesem Krieg herauskommt. Also das klingt ein bisschen schwierig, aber letztlich ist es die einzige Möglichkeit. Und für mich ist wichtig, auch im Zusammenleben der großen Mächte, auch in der Zukunft. Ich meine, das bezieht sich auch auf China, was Taiwan anbelangt und das südchinesische Meer. Und das habe ich in meinem Buch auch aufgezeigt, dass wir einfach Rücksicht nehmen auf vitale strategische Interessensphären der großen Mächte einfach, wenn wir das nicht machen. Und wenn wir nur unterwegs sind, damit so nach dem Motto, wir wollen Freiheit, Demokratie, Bürgerrechte, Menschenrechte exportieren, und notfalls auch mit Hilfe von Waffenlieferungen und so weiter, dann werden wir sicherlich keine friedliche Zukunft haben zwischen diesen Mächten. Für die Amerikaner wäre es auch ein Unding, wenn die Chinesen oder Russen anfangen würden, auf Kuba Fuß zu fassen. Wir hatten ja das Beispiel der Kuba-Krise 1962. Also sie würden es auch niemals akzeptieren, wenn, weiß ich nicht, Mexiko Mitglied der Eurasischen Union von Putin würden oder wenn Mexiko den Russen und Chinesen Stützpunkte anbieten würden im Golf von Mexiko, wie es die Ukrainer bezogen auf die Amerikaner gemacht haben, vor diesen ganzen Interventionen der Russen, auch vor der Annexion der Krim. Das muss man einfach sehen. Also, dass man einfach diese strategischen Rahmenbedingungen auch stärker in das Bewusstsein bringt, weil wir sonst keinen Frieden kriegen. Also wenn man den Dritten Weltkrieg mit China will, dann muss man nur Taiwan unabhängig erklären und dann haben wir Krieg. Aber China wird da nicht mitmachen. Wenn wir uns da auch nicht zurückhalten im südchinesischen Meer, aber auch bei den berechtigten völkerrechtlichen, sage ich mal, Interessen der Anrainerstaaten. Wir müssen da anders mit umgehen als zum Beispiel mit der Ukraine, nicht? Also wir können da nicht mit militärischer Gewalt rein, weil China das als vitale strategische Einflusssphäre einfach sieht. Und wenn man das negiert, dann hat man Krieg. Das ist genau das, was im Ukraine-Krieg eben abläuft. Aber ist es daher nicht auch wichtig, dass man sagt, dass man hier aktiv was zum Beispiel tut, damit hier diese militärische Schwäche, die in Ländern wie Deutschland oder auch Großbritannien ja deutlich zu erkennen ist und ja auch hier von Experten in diesen Ländern auch offen, ich sage mal, zugegeben wird. Also jetzt vor kurzem in UK gab es hier einen Bericht, wo jemand, der ein Befehlshaber der Streitkräfte gesagt hat, dass die britische Armee nicht in der Lage wäre, das britische Territorium zu verteidigen, geschweige denn irgendwas in irgendeinem anderen Land zu machen, weil die Armee so extrem kaputt gespart wurde. Das Gleiche kann man die Bundeswehr sagen. Also es ist ja manchmal schon, wenn man diese Materialprobleme sieht, dafür ist jetzt ja der Ukraine-Krieg gut, dass man das Material testet und wie schlecht es eigentlich ist. Da muss man aber dann gleichzeitig auch eine Position der Stärke haben, oder? Also wenn Sie haben es ja vorhin gesagt, hier USA und zum Beispiel jetzt die Karibik oder Kuba. Ich meine, Mexiko wird ja nicht auf die Idee kommen, hier den Chinesen irgendwas anzubieten, weil die USA diese gigantische militärische Stärke haben. Und das fehlt ja in Europa jetzt. Also wir haben jetzt ja wieder diese NATO-Szenarien angeschaut. Die ganze Verteidigung in einem möglichen Dritten Weltkrieg oder Konflikt mit Russland basiert ja darauf, dass die USA ihre Truppen da reinschicken. Und die Deutschen und die Briten und die anderen, die sind im Grunde nur logistische Hilfskräfte, ja, weil sie gar nichts machen können, weil sie total geschwächt sind und weil man hier jahrzehntelang nicht investiert hat genug. Ja. Wäre nicht auch die militärische Stärke hier der anderen NATO-Länder, nicht nur der USA, ein wichtiger Punkt, um solche Konflikte in Zukunft zu vermeiden? Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch mein Plädoyer, auch in dem Buch, was ich geschrieben habe, nicht, dass man militärische Stärke und militärische Abschreckungsfähigkeit verbindet mit Dialog, Vertrauensbildung, Interessenausgleich zwischen den großen Mächten, zwischen den Schlüsselmächten dieser Welt. Und wir haben da Nachholbedarf. Das ist absolut richtig. Die britische Armee ist in schlechtem Zustand, die französische ist auch nicht viel besser und die deutsche, würde ich sagen, eben auch nicht. Und da haben wir Nachholbedarf und das müssen wir korrigieren.
weil wir sonst auch keine friedliche Zukunft haben werden. Und in der NATO hat man übrigens immer diese Strategie verfolgt, auch während des Kalten Krieges. Immer diese Verbindung von militärischer Stärke und Interessenausgleich und Dialog. Auch bei der Raketenaufstellung, denken Sie zurück in den 80er Jahren. Wir haben jetzt in Deutschland die Entscheidung bilateral, dass wir amerikanische Mittelstreckensysteme in Deutschland stationieren. Es gab keine Debatte darüber, es gab keine Demonstrationen dagegen. Mich hat das sehr stark gewundert. Es ist objektiv gesehen eine Fähigkeitslücke, das ist richtig. Es ist richtig, dass die Russen auch ihre Systeme aus dem Oblast Kaliningrad auf uns gerichtet haben. Aber das kann nicht alles sein. Wir haben damals, Helmut Schmidt als Kanzler hat sich dafür eingesetzt, dass man einen Doppelbeschluss fasste, dass man sagt, okay, wir stellen die Systeme auf, aber wir stellen sie auch zur Disposition, wenn die Russen entsprechend abrüsten. Und das ist dann tatsächlich auch passiert. Das passiert alles nicht. Wir stellen nur auf. Wir liefern in der Ukraine nur Waffen. Das ist wichtig, darf man nicht vernachlässigen, aber das ist nicht alles. Da fehlt Politik, da fehlt politische Gestaltung. Auch die Systeme, wenn sie in Deutschland stehen, die amerikanischen Systeme, wir wissen doch nicht, wie sich die Lage entwickelt. Wenn der Ukraine-Krieg sich fortsetzt und irgendwann die Amerikaner diese Waffen eben nutzen, um Russland zu treffen, dann wird es Gegenreaktionen geben. Und die treffen eben nicht die USA, sondern Deutschland in dem Fall, weil das von hier ausgeht. Das muss man einfach sehen. Und da ist eben diese Interessengleichheit letztlich auch innerhalb der NATO nicht gegeben. Wir haben immer in der Vergangenheit darauf geachtet, dass wir die transatlantische Sicherheit, also das Verhältnis zu den Amerikanern vor allen Dingen, nicht loskoppeln von europäischer Sicherheit. Und genau das machen wir aber. Und das ist fatal, nicht? Denn es funktioniert nur, wenn wir Deutschland der 51. Bundesstaat der USA wären. Aber das sind wir nicht. Auch wenn manche das denken, das sind wir nicht für die Amerikaner. Das ist eben der Trugschluss dabei. Und wir müssen da stärker auch aus der nationalen und europäischen Interessensperspektive an diese Themen herangehen, wie den Ukraine-Krieg. Und das passiert zu wenig. Das ist genau der Punkt. Ohne militärische Abschreckung, ohne militärische Stärke, ohne eine einsatzbereite Armee, die wir im Moment ja nicht haben in Deutschland, wird man auf Dauer auch keinen Frieden haben. Das ist vollkommen klar. Ja, jetzt habe ich noch mal eine Frage dazu, Herr Fahd. Und zwar, wir haben jetzt viel über die Ukraine gesprochen. Also was ja vielen auch unserer Mandanten Sorgen macht, ist, wenn man sich die Welt anguckt, es gibt ja viel mehr als nur die Ukraine. Sie hatten vorhin selber schon den Taiwan-Konflikt erwähnt. Und jetzt reden seit 2 Tagen wieder alle Medien darüber, dass dass Iran mit Verbündeten möglicherweise Israel angreift, weil es dort ja auch eskaliert. Also es scheint ja so viel Konfliktherde, und zwar relativ züngelnde Konfliktherde auf der Erde zu geben wie noch nie. Also wie schätzen Sie denn eigentlich die Gefahr ein, dass es da irgendwo mal jetzt zu einer richtigen Eskalation kommt? Weil bisher hat man den Eindruck, wird so das Feuer dieser Konflikte immer noch so im Schwelen gehalten. Selbst in der Ukraine behaupten ja viele, dass es eigentlich noch nicht richtig gezündet hat, sondern irgendwie so ein Slow-Motion-Krieg mehr oder weniger ist. Wie schätzen Sie denn das Potenzial auch im Nahen Osten zum Beispiel ein und die Rolle der Türkei? Wir haben ja, ich sage es deswegen auch, weil wir haben ja viele Mandanten, die eben überlegen, sich in der Türkei zur Ruhe zu setzen, die in der Türkei vielleicht sogar eine Immobilie zu kaufen, weil man dort die Staatsbürgerschaft dann mit erwerben kann bei Immobilienkauf und dann eben kein Visum mehr braucht, wo man einreist. Also Türkei ist ein sehr, sehr beliebtes Land zum Auswandern, zum sich zur Ruhe setzen. Vielen macht das auch Sorge, jetzt einfach zu sehen, die Türkei, auf wessen Seite steht denn die? Wird es ein sicheres Land noch sein? Momentan hört man auch, dass die Türkei viele Ausländer, die da leben, einfach rausschickt, sozusagen die Visa nicht mehr verlängert und so weiter und so fort. Also wie schätzen Sie denn diesen Themenkomplex jetzt ein, wenn wir mal nicht nur auf die Ukraine schauen? Naja, der Mittlere Osten und der Umgang mit dem Iran, das wird eines der großen Themen sicherlich sein, auch der nächsten Jahre. Der Mittlere Osten und China wird das Hauptthema auch der nächsten amerikanischen Regierung sein. Ich habe den Eindruck, dass nicht das Thema Ukraine so prioritär
gesehen wird aus amerikanischer Sicht, sondern eher der Mittlere Osten und eben auch China und diese Systemrivalität mit China auf allen Feldern letztlich. Was Iran anbelangt, natürlich, sind die Türkei natürlich als NATO-Partner, als sehr wichtiger geostrategischer NATO-Partner spielt die Türkei eine ganz große Rolle. Wir wissen ja, dass Iran jetzt sozusagen zu den BRICS-Staaten gehört und die BRICS-Staaten formieren sich ja auch neu. Sie haben ja neue Mitglieder bekommen, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Südafrika und so weiter. Und man weiß natürlich noch nicht, ob daraus vielleicht sich ein Bündnis entwickeln könnte in den nächsten Jahren. Das sind ja Prozesse, die nicht von heute auf morgen laufen, von denen wir auch gar nicht wissen, ob sie erfolgreich sind am Ende, wenn man ehrlich ist. Und auch das Verhalten der Türkei. Die Türkei haben schon sehr starke regionale Interessen, auch in Richtung Zentralasien. Sie haben einen Konflikt mit Griechenland, das wissen Sie ja selber. Ich glaube, zwischen Türkei und Griechenland wäre dieser Konflikt schon längst eskaliert, wenn nicht beide Länder in der NATO wären. Und sie spielen schon eine sehr, sehr starke Rolle im Mittleren Osten. Sie führen ja selber Krieg, auch in Syrien, Nordirak, Stichwort Kurden, weil sie wollen dieses freie, unabhängige Kurdistan eben nicht. Dann haben sie auch den Druck der islamistischen Straße, muss man sagen. Also das ist nicht ohne, aber trotzdem ist die Türkei, also ich sage mal, machtpolitisch gesehen ein sehr stabiles Land. Aber ob das so bleibt, ich bin kein Hellseher, das weiß man natürlich nicht. Und wenn man sich dort niederlässt, ja, muss man das im Auge behalten, nicht? Das Militär hat eine sehr starke Rolle in der Türkei, was wiederum, was innere Sicherheit anbelangt. Ich glaube, ist die Türkei ganz gut aufgestellt insgesamt, auch wenn es Menschenrechtsverletzungen gibt und Umgang mit Journalisten und freier Presse und so weiter. Es geht ja erstmal darum, dass man so ein Mindestmaß an innerer Sicherheit hat. Und ich denke, das hat man. Das muss man immer noch sagen. Ob das so bleibt, weiß man nicht. Aber das kann man auch für Deutschland sagen, nicht? Sind wir noch so sicher wie vor 30 Jahren? Ist die innere Sicherheit noch so, wie sie mal war? Ich glaube eher nein. Kommt natürlich auch auf die Regionen an, in denen man lebt. Aber das ist ein Thema, das ja auch Frankreich betrifft und Großbritannien und andere Länder eben auch. Man weiß eben nicht genau, wo sich solche Länder hin entwickeln. Im Moment ist die Türkei ein stabiler, starker NATO-Partner. Das muss man einfach sehen, der für die NATO eine viel größere Bedeutung hatte als zum Beispiel Deutschland und auch in der Zukunft haben wird. Aber das kann sich natürlich auch in eine andere Richtung entwickeln. Nicht? Das wissen wir alle nicht. Jetzt ist ja Folgendes passiert. Vor wenigen Tagen hat das Arbeits- und Sozialministerium in Hessen entschieden, dass ukrainischen Männern zwischen 20 und 60 keine Aufenthaltspapiere mehr verlängert oder ausgestellt werden. Und wirklich haben die gesagt, es ist zumutbar, dass diese Männer zurück in die Ukraine gehen und dort ihren Wehrdienst leisten. Das heißt im Prinzip, wenn man so will, entscheidet Deutschland ukrainische Männer, die eigentlich vielleicht nicht kämpfen wollen in einem Krieg, dass die an die Front müssen, weil in der Ukraine ist ja der Zivildienst ausgesetzt zurzeit. Und in ganz, ganz seltenen und wenigen Fällen darf man dort in irgendeiner zivilen Einrichtung dienen. Und das hat einigen schon zu denken gegeben. Also auch Deutschen einfach, weil sie jetzt verstanden haben, was könnte passieren, wenn Deutschland mal einen Spannungsfall ausruft und ich als Ausländer in einem anderen Land bin und mein Pass ist abgelaufen. Das ist also durchaus so eine Sache. Ne? Und dann sagt man in dem Land, du musst zurück nach Deutschland. Das ist schon interessant. Übrigens, ich war jetzt vor ein paar Wochen in meiner Heimatstadt in Deutschland. War auch sehr interessant. Ich kam da in so einen Versammlungssaal, wo gerade ein Gottesdienst stattfand, in Russisch, in Dänemark. Und da waren es waren so viele, die da Russisch sprachen, die das dann gesungen und gebetet haben, Vortrag angehört haben, rechts und links im Saal. Und ich dachte erst, rechts sind die Russen, links sind die Ukrainer. Und dann habe ich verstanden, nee, da ist so, rechts war alles gemixt, Russen und Ukrainer, links war alles gemixt, Russen und Ukrainer. Und es war unmöglich zu sehen, wer ist der Ukrainer und wer ist der Russe, weil die sich alle mochten, miteinander nett und lieb Organisation gesagt haben, also niemals, also bei alles im Prinzip Leute, die vor dem Wehrdienst, ich habe mit einigen gesprochen, auch gesagt haben, wirklich eben geflüchtet ist vielleicht falsch, rechtzeitig im Prinzip nach Deutschland gekommen sind. Und für die ist das also furchtbar, sich vorzustellen, sie müssen wieder zurück, weil sie wollen eigentlich sich nicht gegenseitig töten. So. Und das geht ja vielen Deutschen so.
dass sie einfach sagen, also ich möchte mich da auch nie irgendwo hin schicken lassen. Und uns würde mal ein bisschen interessieren, was kann denn da eigentlich auf den Deutschen zukommen, der, wenn die Wehrpflicht plötzlich wieder eingesetzt wird? Ich meine, wir haben damals die Wehrpflicht ausgesetzt 2011 und ehrlich gesagt glaube ich nicht in absehbarer Zeit, dass wir die Wehrpflicht reaktivieren. Im Moment ist ja dieses schwedische Modell in der Diskussion. Das ist aber auch so eine Art freiwilliger Wehrdienst letztlich, denn man kann im Grunde genommen auf der jetzigen Rechtsgrundlage niemanden zwingen, zum Militär zu gehen. Es sei denn, wie gesagt, man reaktiviert die Wehrpflicht. Das ist ein anderes Ding. Das würde aber bedeuten, dass man die personelle Situation der Bundeswehr noch verschärft. Man muss ja die ganze Kreiswehrersatzorganisation wieder aufbauen und Tausende von Ausbildern aus den Kampftruppen rausziehen. Also ich glaube, das ist alles nicht zielführend. Wir haben ja auch Hunderttausende von Reservisten. Das heißt, ich vermute eher im Falle eines Spannungsfalles, dass erstmal die Reservisten aufgerufen werden. Das heißt, diejenigen, die Wehrdienst geleistet haben, die sind ja auch erfasst und dass man daran gehen wird, um kurzfristig da die Einheiten und Verbände wieder aufzustocken im Bedarfsfall. Das ist im Moment noch nicht gegeben. Nicht? Und ja, das Problem, viele wehrfähige junge Männer, das betrifft die Russen, Ukrainer gleichermaßen, wollen sich halt dem Wehrdienst entziehen in ihrem Land. Das kann man menschlich nachvollziehen. Aber wenn der Staat sagt, wir führen Krieg, das ist egal, welcher Staat das ist, dann kann er auf der Basis eben auch junge Staatsbürger, wehrfähige Staatsbürger einziehen. Das wäre in unserem Fall aber erstmal die Zielgruppe der Reservisten, würde ich sagen. Und dann erst längerfristig, mittel- bis längerfristig eine Erfassung aller wehrfähigen Männer. Sollte es zu einem Dritten Weltkrieg in Europa kommen oder zu einem großen europäischen Krieg auf europäischem Boden, dann wird das wahrscheinlich so ein Modell sein. Ich glaube, die Gefahr ist nicht unmittelbar da, aber das ist zumindest ein mögliches Szenario, wenn wir weiter so machen, wie wir es bisher machen, im Ukraine-Krieg. Ja, tragisch, aber dann stellt sich natürlich die Frage der Erfassung von Wehrpflichtigen, natürlich. Und ich habe es selber im Urlaub, ich war mit meiner Familie in Dubai jetzt im letzten Jahr, ich habe das selber live erlebt. Das Hotel war voll mit jungen Russen, die halt die Möglichkeit hatten, über Geld sich dem Wehrdienst zu entziehen. Das ist einfach so. Und die können dann so lange, ich hatte mich auch mit einigen unterhalten, die können nur oft begrenzte Zeit in einem bestimmten Land bleiben, müssen dann wechseln in ein anderes Land. Und dann kommt es halt darauf an, gibt es da Auslieferungsabkommen oder eben nicht? Wie lange ist die Aufenthaltsdauer überhaupt? Also ich habe das so verstanden, dass viele so ein bisschen herumreisen, mal ein paar Monate dort und dann wieder dort. Aber wie gesagt, das geht nur, wenn man Geld hat, wenn man letztlich die Möglichkeiten auch hat. Auch der Bestechung natürlich. Der einfache junge Ukrainer und Russe hat diese Möglichkeiten nicht. Und das sind diejenigen, die im Moment diesen Krieg auskämpfen, für den es keine militärische Lösung gibt. Ja, jetzt, ich weiß nicht, wer Fritz Reuter kennt. Fritz Reuter ist ja ein deutscher Schriftsteller und humoristischer Mensch auch gewesen, kann man sagen. Und er soll mal, nee, nicht er soll mal, sondern der hat gesagt, wenn die Welt unterginge, würde ich nach Mecklenburg gehen, denn dort geschieht alles 100 Jahre später. Man dichtet diesen Satz auch gerne Albert Einstein an, der das über die Schweiz gesagt haben soll, aber da findet man eigentlich keine Bestätigung. Während Fritz Reuter hat wirklich gesagt, wenn die Welt untergeht, oder untergehen würde, dann ab nach Mecklenburg, weil da passiert es 100 Jahre später. Und jetzt ist so, unsere Mandanten, die jetzt auch hier zuhören und zuschauen, das sind eigentlich solche, die sagen, wo kann ich denn hingehen, wenn es also jetzt richtig kracht und wenn es unsicher wird, die Freiheit vielleicht mal eingeschränkt wird, wo trifft es mich, vielleicht jetzt nicht 100 Jahre später, aber wo bin ich einigermaßen sicher? Und eine Frage an Sie, Herr Fahd, haben Sie irgend so im Kopf, also wenn Sie so die Kriegsherde, die Konfliktherde sehen, jetzt auch beurteilen können, die innere Sicherheit, die äußere Sicherheit. Gibt es bei Ihnen so, sag mal, graue Zonen auf der Weltkarte, wo Sie sagen, da ist es sicher? Wir hatten jetzt übrigens vor kurzem mal jemanden da, der sagt, Fidschi-Inseln wäre super, aber Pazifikregion ist auch nicht unbedingt, wenn die Konflikte ausbrechen, so sicher. Wie sehen Sie denn das? Wo gibt es denn bei Ihnen so die grauen Zonen auf der Weltkarte? Naja, das ist wirklich schwierig zu sagen. Sie sagten ja auch zum Beispiel, Lateinamerika sei sicher. Ja, das stimmt. Ich habe kürzlich von einem Unternehmer gehört, der gerne nach Panama geht. Und seine Familie ist jüdisch und es gibt dort eine starke jüdische Minorität auch in
Panama und er fühlt sich dann eben sicher. Panama selber ist ja auch relativ sicher, aber ich habe ihm gesagt, naja, man muss immer gucken. Die innere Sicherheit ist im Moment gegeben, die äußere Sicherheit. Panama ist aber ein potenzieller Zankapfel, zum Beispiel zwischen China und USA. Wir haben im Moment das Problem, die Amerikaner, dass an den beiden Kanalenden Häfen sind, die mehr oder weniger in chinesischer Hand sind, dass die Regierung sehr stark kooperiert mit China. Wir haben sehr viele Projekte im Land. Das läuft auch alles ganz gut. Aber im Moment ist es so, dass man in Washington schon, naja, sagt, das können wir nicht laufen lassen, weil der Panama-Kanal natürlich von eminenter strategischer Bedeutung ist, vor allen Dingen für einen möglichen Konflikt im Fernen Osten, nicht? Also das liegt auf der Hand. Im Moment ist das nicht absehbar, aber ich stelle mir gerade mal vor, da kommt eine China-freundliche Regierung an die Macht aus irgendwelchen Gründen. Das werden die Amerikaner mit Sicherheit nicht laufen lassen. Und es gab ja schon militärische Interventionen nicht nur in Panama, sondern auch in der Karibik, wenn da Regierungen an der Macht sind, die nicht so ganz im Interesse der Amerikaner sind oder waren, dass man das dann entsprechend beeinflusst hat und unterstützt hat, teilweise auch mit dem Einsatz militärischer Macht. Das ist so. Und dann kann die Lage dort vor Ort wieder ganz anders sein. Ich sage nur, dass man eben bei solchen Entscheidungen ins Ausland zu gehen, auf jeden Fall die innere Sicherheit mit berücksichtigen muss und dann die mögliche außenpolitische Situation des Landes. Die kann sich aber verändern. Politik ist ja ein offener Prozess und die Sicherheitspolitik auch. Also am Ende kann man gar nicht sagen, das ist richtig sicher. Nehmen Sie zum Beispiel in der Geschichte, nehmen Sie die alten deutschen Ostprovinzen, Ostpreußen, Pommern, Schlesien, nicht? Die waren 700, 800, mehrere Jahrhunderte lang deutsch. Also keiner konnte sich vorstellen, dass Königsberg mal russisch wird, Breslau mal polnisch wird, nicht? Aber das war das Ergebnis des Zweiten Weltkriegs. Die Menschen mussten dort einfach weg und haben alles verloren, was sie hatten. Und es war eigentlich auch die größte ethnische Säuberung des letzten Krieges, vielleicht des ganzen Jahrhunderts, weil 13 bis 15 Millionen Menschen waren damals betroffen. Für die ist eine Welt zusammengebrochen. Die hätten das niemals geglaubt. Und viele haben das auch erst auf dem letzten Drücker glauben wollen und haben dann eine rechtzeitige Flucht verpasst. Also das ist nur ein Beispiel. Das soll zeigen, wie offen politische Prozesse sein können. Wir wissen ja auch nicht in Europa, ob das alles so sicher bleibt. Weil wir haben ja das Problem der illegalen Migration, auch vor allen Dingen nach Deutschland, nicht, aber auch in Frankreich, in Italien. Und wir wissen auch nicht hundertprozentig, wie die Sicherheitslage in 10 Jahren aussehen wird. Was man nur beobachten kann, ist ja auch eine starke Militarisierung des öffentlichen Raumes. Nicht? Und wir haben ja Übergriffe, sagen wir mal, die man vorher nicht hatten mit Leuten mit Migrationshintergrund. Nicht nur, wir haben auch positive Erfahrungen, aber das Ganze ist trotzdem sehr aufgeladen. Das muss man einfach sehen. Man weiß nicht, ob nicht in 10 Jahren, weiß ich nicht, das Sicherheitsproblem nicht mehr die Russen sind, sondern ein ganz anderes. Nicht? Also die politischen Prozesse sind immer sehr offen. Es ist halt wichtig, dass man das kritisch immer begleitet. Ich habe von einer Nachbarin gehört, die 35 Jahre in Südafrika gelebt hat, auf einer Farm, auch sehr sicher war, aber irgendwann hatte sie die Nase voll, ständig mit einem Revolver durch die Gegend laufen zu müssen. Und kam dann auf die gesundheitliche Versorgung und so weiter und so fort. Also das sind ja Dinge, die man hier in Deutschland eben auch sehr, sehr schätzt. Und da muss man auch genau hinschauen. Es kann sein, dass es eine Region ist, wo die äußere Sicherheit gegeben ist und auch bleibt, aber wo das Problem zum Beispiel die innere Sicherheitslandschaft ist. Also man muss im Grunde genommen da eben auch hinschauen, nicht nur nach den Steuern und wo man gut leben kann, sondern eben auch diese Sicherheitsaspekte sehen vor einer Auswanderung. Jetzt, Herr Ward, einer der zentralen Punkte aus Ihrem Buch ist ja auch so diese, sage ich mal, militärische Strategielosigkeit und Führungslosigkeit in Europa. Eigentlich die Amerikaner wollen ja eigentlich nicht mehr diese Rolle haben. Und wenn man sich jetzt gerade konservative Stimmen in den USA anschaut, wollen die das ja noch weniger jetzt hier in Zukunft dann wahrnehmen, diese Führungsrolle, die sie ja haben. Und sehen hier Deutschland eigentlich ganz stark in dieser Führungsrolle, erstaunlicherweise noch eher zum Beispiel als jetzt
Frankreich und Großbritannien, was jetzt die Zukunft der NATO anbelangt und im Grunde hier die Führung, auch will ich jetzt sagen, die militärische Führung Europas. Sehen Sie auch die Rolle von Deutschland als ähnlich wichtig an militärisch? Naja, das muss man sehen. Die Amerikaner erwarten natürlich von den Europäern letztlich ein Stück weit Arbeitsteilung, Job-Sharing, wenn man so will. Nicht? Also in der Vergangenheit haben wir unsere Sicherheit immer aus den Vereinigten Staaten mehr oder weniger importiert und unser billiges Gas und Öl aus Russland und unseren Wohlstand letztlich aus China. Ich verkürze das mal. Und diese Zeiten sind sicherlich definitiv vorbei. Nicht? Also die Amerikaner werden das nicht mehr zum Nulltarif machen. Ich bin aber auch sicher, dass sie Westeuropa nicht einfach preisgeben oder sagen, das ist uns jetzt egal. Dafür haben sie letztlich auch einen Krieg geführt in Europa und ihn auch gewonnen. Nicht? Also, und sie haben ja auch sehr viele Militärstützpunkte in Europa und vor allen Dingen in Deutschland. Ich meine, der Krieg in der Ukraine wird aus einem deutschen einem Hauptquartier, einem NATO-Hauptquartier amerikanischen Hauptquartier in Deutschland geführt. Also ist für mich unvorstellbar, dass die Amerikaner sagen, es ist jetzt egal, was aus Westeuropa wird. Das wird auch ein Präsident Trump nicht zulassen. Aber er wird und auch, wenn Kamala Harris Präsidentin wird, sie werden mehr fordern von den Europäern. Und natürlich kommt auf Deutschland ist diese Erwartung da, dass vor allen Dingen Deutschland als eines der großen Volkswirtschaften da vorangeht. Das wird im Grunde genommen in den nächsten Jahren auch stark auf uns zukommen. Wir brauchen letztlich eine starke, auch militärisch starke Streitkraft in Europa. Auch die Europäer müssen da viel, viel mehr machen. Und das sind natürlich dann auch Kosten, die auf uns zukommen, die nicht einfach sind, auch für unsere wirtschaftliche Situation. Denn wir müssen jetzt Milliarden mehr zahlen für die Rüstung in einer Armee, die Jahre brauchen wird, bis sie einsatzbereit ist. Also wir sind da meilenweit von entfernt. Und wir haben natürlich das Problem wirtschaftlich, ökonomisch, dass wir sehr hohe Energiekosten in Deutschland haben und dass viele Unternehmen deswegen auch abwandern. Wenn wir dieses Strategic Decoupling mit China machen, 1:1, wird das dramatisch schlecht sein für die deutsche Wirtschaft. Das muss man einfach sehen. Das treibt auch viele Unternehmer ins Ausland, nicht? Auch große Unternehmen. Die hohen Energiekosten, dann diese Bürokratisierung in Deutschland, dann vor allen Dingen die ökologischen Auflagen in Deutschland, das alles zusammengenommen führt dazu, dass man nicht weiß, wie die wirtschaftliche Lage unseres Landes in ein paar Jahren aussehen wird. Absolut. Dem kann man nur zustimmen. Deswegen haben wir auch wirklich mit so vielen Mandanten zu tun, die sich überlegen, halt zu verändern. Ne? Wie Sie schon gesagt haben, es sind nicht nur die Steuern, sondern auch viele andere Aspekte, die dort eine Rolle spielen. Jetzt vielleicht eine abschließende Frage, weil unsere Sendezeit ist schon fast zu Ende, Herr Fahd. Wenn Sie, also Sie sind ja nicht ausgewandert, obwohl Sie die Problematik sehr gut beschrieben haben, sehr gut beschreiben können, die da einige umtreibt. Aber wenn Sie auswandern würden, was haben Sie denn für Länder auf der Shortlist, wo Sie sagen, das könnte eine Option sein, falls ich mal auswandere? Naja, jeder durchdenkt mal solche Szenarien. Vielleicht ist das auch ein Zeichen unserer Zeit, dass man sich darüber überhaupt Gedanken macht. Ich meine, das sieht man auch im Fernsehen eben. Über Auswandern ist ja einfach ein Thema. Also nicht nur aus Gründen der Sicherheit, sondern auch aus anderen Gründen. Aber ich muss sagen, ich werde in jedem Fall in Deutschland bleiben. Und hier die Region München und Oberbayern, ich muss sagen, die ist schon im Vergleich sehr stabil. Hier herrschen noch Recht und Ordnung und das Gesetz wird in der Regel auch durchgesetzt. Und das ist in den anderen Regionen in Deutschland nicht mehr so. Das ist eine Herausforderung, aber hier unten stimmt das noch so einigermaßen, wenn ich das sagen darf. Ich will jetzt nicht werben für Oberbayern, aber das weiß ja auch jeder, dass das gut ist hier. Und dass wir großen Nachholbedarf haben in anderen Regionen, wo Menschen einfach verunsichert werden. Dann sagen, nee, also da gucke ich jetzt nicht mehr, das gucke ich jetzt mir nicht mehr lange an, ich will jetzt woanders hin. Es ist schwierig, also ich habe jetzt auch kein Wunschland. Ich glaube, das gibt's auch nicht mehr, weil Politik so ein offener Prozess ist. Man muss halt nur schauen, wenn man sowas macht. Ich glaube, ein wichtiger Grundsatz ist da auch zu diversifizieren. Also nicht alles auf eine Karte und in eine Region zu setzen, sondern ähnlich wie wir das auch politisch machen, natürlich nehmen Sie nur die Energie, dass man da eben nicht nur auf einen Lieferanten setzt. Und so sollte einer, der solche Absichten hat, erstmal auch Fühler ausstrecken, in eine bestimmte Region schauen, aber sich nicht fixieren darauf, flexibel bleiben einfach und
immer wieder letztlich die Lage beurteilen und immer wieder neu beurteilen. Also wissen Sie, wenn Sie heute sagen, Sie wollen auswandern, dann brauchen Sie dafür einen Plan B. Das ist richtig. Aber in dem Moment, wo Sie es gemacht haben, brauchen Sie wieder einen Plan B. Eigentlich braucht man den immer. Ich glaube, wenn man flexibel bleibt, diversifiziert, nicht einseitig sich einredet, also da ist es sicher in den nächsten 100 Jahren, das kann so und so keiner sagen, dass man einfach flexibel bleibt. Ich glaube, das ist wichtig. Ja, jetzt sind Sie der Antwort sehr geschickt umgangen, ob es ein Lieblingsland gibt. Aber es ist ja auch okay so. Schön. Also, ich fand es sehr, 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 sehr lehrreich. War sehr spannend, mit Ihnen zu sprechen, lieber Herr Fahd. Und kann ich einfach nur sagen, wir hoffen auch sehr, dass unsere Zuschauer und Zuhörer wichtige Fragen beantwortet sind, dass der Sebastian und ich, dass es uns gelungen ist, die Fragen auch an Sie zu stellen, die unsere Zuschauer und Zuhörer gern an Sie gestellt hätten. Jetzt nur nochmal die Aufforderung an unsere lieben Zuschauer und Zuhörer, wenn irgendwas von uns vergessen worden ist zu fragen, schreibt es in die Kommentare, schreibt uns eine E-Mail. Wir werden das dann vielleicht, wenn es was Wichtiges ist, noch an den Herrn Fahd weiterleiten und in den Blogartikeln zu diesem Video werden wir das noch mit dann reinsetzen, wenn es noch was ganz Wichtiges gäbe, was wir vergessen haben. Können wir das so vereinbaren, Herr Fahd? Ja, das können wir machen. Also wer Interesse hat, kann mir auch direkt schreiben. Es dürfen nicht zu viele sein. Genau, wir machen noch den Link zu Ihrem Buch. Das wäre schön. Und ich kann nur sagen, es ist anders geschrieben als viele Sach- und Fachbücher. Also es liest sich wirklich sehr angenehm. Dann kann ich nur sagen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie Zeit hatten heute für uns. Und wir hoffen natürlich, also niemand von uns wünscht sich Krieg. Wir hoffen alle auf eine realistische Lösung, dass Frieden auf der Welt Einkehr hält, auch wenn das für viele traumhaft klingt. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Bleiben wir positiv. Alles klar. Positiv. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, Ihnen eine gute Zeit noch jetzt im Sommer. Danke Ihnen. Ja, Ihnen wieder. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.